Sie zeichnet Gesichter, schon ihr ganzes Leben lang. Liane Bellmann arbeitet beim Landeskriminalamt in Wiesbaden, wurde 2004 in der FBI-Akademie in Virginia ausgebildet, ist Hessens einzige Phantombildzeichnerin. Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe als Kind schon Porträts gezeichnet, ausschließlich Porträts. Und habe dann mit der Ausschreibung Phantombild gedacht, wow, du hast doch mal gezeichnet. Ich habe direkt Bleistift rausgeholt, wieder angefangen, gucken, was noch geht, mich beworben. Und habe tatsächlich Glück gehabt. Ich habe wirklich Glück gehabt. Ein neuer Auftrag kommt rein. Die Vermisstenstelle braucht ein aktuelleres Bild von Aref, einem Jungen, der vor 3 Jahren als Kleinkind von einem Spielplatz im Werra-Meißner-Kreis verschwand. Heute würde er bereits zur Schule gehen. Sein Aussehen hätte sich verändert. Experten haben die Möglichkeit, auch Phantombilder künstlich altern zu lassen. Sie nennen es Aging. Obwohl die Bildqualität des Handyfotos von Aref extrem schlecht ist, versucht die Phantombildzeichnerin, das Kind altern zu lassen. Der Schädel wächst ja. Das heißt, ich habe die Stirn etwas verkürzt. Ich habe die Augenbrauen ein bisschen intensiver gemacht. Das Gesicht insgesamt ein bisschen schmaler, sodass der Kopf insgesamt etwas länglicher wird. Die Augen, die sind ja jetzt hier geschlossen. Ja. Wenn du da was machen könntest, glaube ich, wäre super. Ich probiere das. Das wäre toll. Gut. Wir gehen immer davon aus, ganz wichtig, dass Vermisste irgendwo noch leben. Wenn das Bild von Aref, wie er jetzt aussehen würde, veröffentlicht wird, vielleicht ist er irgendwo eingeschult worden unter einem anderen Namen. Mit 5 als ausländisches Kind kann er vermutlich noch nicht so gut Deutsch. Jetzt kann er aber Deutsch und hat nur die Chance, sich durch Erkennen zu erkennen. Und deswegen machen wir das. Sehr häufig hat es die Phantombildzeichnerin mit schweren Straftaten zu tun. Dann sitzen Opfer als Zeugen vor ihr. Wir werden psychologisch geschult, dass wir keine Fehler machen und die Leute noch weiter traumatisieren, indem wir da in solche Fallen tappen und sagen, ach, es geht dir aber schlecht und wie arm du bist. Und das macht man einfach nicht. Na, man versucht, die da irgendwie sanft mitzunehmen. Ich will ja auch zu einem Ergebnis kommen. Die Phantombildzeichnerin fragt nach Gesichtsdetails, beginnt einem Dummy Konturen zu verleihen. Wie nah sie mit ihrem Bild sich der Realität nähert, bemerkt sie an den Reaktionen. Denn plötzlich blickt auch ein Opfer zum ersten Mal wieder in das Gesicht eines Täters. Liane Bellmann erinnert sich. Die hat Herzprobleme bekommen. Die war so angefasst. Je näher wir dem Aussehen gekommen sind, da ging das los bei ihr mit. Die hatte wohl Herzprobleme insgesamt, aber das war dann zu viel für sie. Hageres Gesicht, stechend blaue Augen und eine Hasenscharte. Ein sehr markantes Phantombild. Es zeigt den mutmaßlichen Mörder von Tristan Brübach, einem 13-Jährigen, der im März 1998 in Frankfurt umgebracht wurde. Wahrscheinlich kannte er seinen Mörder. Da lief der Tristan mit seinem Ransen oder Rucksack und einem Mann diese Straße entlang. Das war ein Mann, der einen Zopf hatte, etwas längere Haare. Alle Zeugenaussagen sind in das Phantombild eingeflossen. Und obwohl es so markant ist, konnte der Täter bislang nicht gefasst werden. Letzten Endes kann man auch nicht sagen, wie gut das Bild tatsächlich ist, weil wir haben ihn nicht gesehen. Wir müssen uns auf die Aussagen verlassen. Deshalb ist für Liane Bellmann jeder Zeuge wichtig. Aber manchmal gibt es keine. Vor 30 Jahren finden Arbeiter im Wald bei Roßbach nahe der A5 eine stark verweste Leiche. Niemand weiß, wer das Opfer ist. Der Unterschied zu einem Phantombild ist, dass ich hier niemand zum Reden habe. Das heißt, ich habe ja niemanden, der mir Feedback gibt, jawohl, so ist richtig, so ist nicht richtig, sondern ich habe lediglich im besten Falle das Gutachten der Rechtsmedizin und die Ermittlungsinformationen, die das Aussehen betreffen. Am Schädel wird eine sogenannte Weichteilrekonstruktion durchgeführt. Zunächst gibt es eine männliche Variante der Leiche von der A5. Dennoch ist das Geschlecht weiterhin unklar. Eine umfangreiche DNA-Untersuchung bringt 2018 Licht in den Fall. Es handelt sich um eine etwa 30 Jahre alte Frau aus Osteuropa, die lange in Indien gelebt hat. Das erste Phantombild ist allerdings ungenau. Liane Bellmann gibt der Toten ein neues Gesicht. Eine Rekonstruktion von einem Gesicht bleibt auch leider nur ein Phantombild, ja.
Es sind viele subjektive Sachen dabei. Ich versuche dann, keine Auffälligkeiten hineinzubringen, wenn keine da sind. Die unbekannte Tote von der A5, Tristan, Aref. Opfer von Verbrechen, die bis heute nicht aufgeklärt wurden, sogenannte Cold Cases, also ungeklärte Fälle.